Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot Titan im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusche in der Region registriert, in dem das Tauchboot vermutet werde. 4 Stunden später, nachdem zusätzliche Sonargeräte eingesetzt worden seien, sei das Klopfen noch immer zu hören gewesen, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung. Dem Memo zufolge war aber unklar, wann genau und wie lange das Geräusch zu vernehmen war. Ein späteres Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, berichtet von weiteren Geräuschen, die aber nicht mehr als Klopfen beschrieben wurden, schrieb CNN. Die akustischen Laute würden darauf hindeuten, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es. Zunächst gab es dazu von der Betreiberfirma OceanGate oder der US-Küstenwache keinen Kommentar. 8 weitere Schiffe waren am Dienstag auf dem Weg, um die Suche nach dem vermissten Tauchboot zu unterstützen. Dazu gehörten 4 Schiffe der kanadischen Küstenwache, das französische Forschungsschiff L'Atlantique sowie die kanadische HMCC Glace Bay, die eine Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord habe, teilte die Küstenwache mit. Verunglückte Taucher müssen nach ihrer Rettung möglichst schnell in eine solche hyperbare Kammer gelangen, um bleibende Schäden zu verhindern. Das 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere Gefährt wird seit Sonntagvormittag vermisst. Trotz fieberhafter Suche aus der Luft und im Wasser fehlt von ihm nach wie vor jede Spur. Die Zeit drängt. Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag reichen. An Bord sind ein französischer Forscher, ein britischer Abenteurer sowie ein britisch-pakistanischer Unternehmensberater und dessen 19-jähriger Sohn. Kapitän war der Chef der Betreiberfirma Stockton Rush.